Was glaubt ihr, was das ist? Eine Maya-Büste? Ein Museumsreplikat? Vielleicht der Maya-Herrscher Pakal der Große? Tatsächlich ist es etwas ganz anderes. Eine Tequila-Flasche. Miam, miam. Von dieser Flasche existieren in unserem Lager nur noch 3 Exemplare. Wir verkaufen sie nicht mehr. Wir heben sie uns für besondere Anlässe auf. Aber warum erinnert diese Flasche an einen Maya-Herrscher und was hat das mit der aktuellen Diskussion um den Untergang ganzer Zivilisationen zu tun? Diese Woche bin ich in der Zeit über einen interessanten Artikel gestolpert. Darin geht es um die Frage, warum Hochkulturen eigentlich scheitern. Historiker und Archäologen haben dazu inzwischen riesige Datenbanken aufgebaut und hunderte vergangene Gesellschaften untersucht. Das überraschende Ergebnis? Große Reiche gehen meist nicht wegen eines einzigen Problems unter. Vielmehr treffen mehrere Krisen gleichzeitig aufeinander. Dürre, wirtschaftliche Probleme, politische Konflikte, Krankheiten, Kriege. Jede einzelne Krise wäre vielleicht beherrschbar gewesen. Zusammen werden sie gefährlich. Genau dieses Muster findet man immer wieder in der Geschichte. Und auch bei den Maya. Gegen die vielen aufeinanderfolgenden Missernten erwiesen sich die ausufernden Menschenopfer als wirkungslos. Und die Maya stürzten ihre Herrscher nicht. Sie verließen einfach die Megacities. Sie stimmten mit den Füßen ab und kehrten in kleinen Gruppen in den Urwald zurück. Für die Elite war das vermutlich noch schlimmer als eine Revolution. Geblieben sind rund 15 Millionen Nachfahren der Maya in der Region und ihre Sprache. Die Figur auf dieser Flasche, Pakal der Große, El Grande. Er war der bedeutendste Herrscher der Mayas und regierte die Stadt Palenque in Chiapas. Pakal entsprach nahezu perfekt dem Schönheitsideal seiner Zeit. Fliehende Stirn, Hakennase, leicht schielende Augen galten als attraktiv. Manche Eltern formten sogar die Schädel ihrer Kinder künstlich, damit sie diesem Ideal näher kamen. Anders als sonst in Mexiko war der Tempel der Inschriften eine Pyramide mit einer Grabkammer wie bei den Pharaonen. Diese war vollkommen unversehrt und wurde erst 1952 im Dschungel von Chiapas entdeckt. Besonders bekannt wurde die 9 Tonnen schwere Grabplatte seines Sarkophags, um den die Pyramide herumgebaut wurde. Archäologen sehen darauf die religiöse Darstellung eines Herrschers auf seiner Reise in die Unterwelt. Aber andere Menschen sahen etwas ganz anderes. Sie glaubten dort einen Astronauten in einem Raumschiff zu erkennen. Spätestens jetzt klingelt es vielleicht bei einigen von euch. Der Bestsellerautor Erich von Däniken machte diese Interpretation in den 1960er Jahren weltweit bekannt. Bis heute wird darüber diskutiert. Symbolik oder Astronaut? Warum glaubten Millionen Menschen plötzlich auf einer 1300 Jahre alten Grabplatte einen Astronauten zu erkennen? Und weshalb hält sich diese Idee bis heute? Darüber sprechen wir in einer eigenen Folge. Der Schuss von heute kommt von La Cofradia, Bruderschaft. Eine Distille, die nicht nur Tequila produziert, sondern in der man sogar in ehemaligen Tequila-Fässern übernachten kann. Und sowohl die Geschichte von Pakal dem Großen als auch die Geschichte dieser besonderen Distille sind einen eigenen Deep Dive wert. Bis dahin bleibt die Erkenntnis der Woche. Die Maya verschwanden nicht, ihre Städte verschwanden. Ihre Kultur lebt bis heute weiter. Salut und bis zur nächsten Freitagslage mit Schuss.